Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Mein Name ist Lars Korsten und die Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, sind Flughafen Frankfurt, Terminal 2, geschlossen bis Mitte der 30er Jahre. Dann geht es weiter mit dem Thema BER. Dort gibt es keinen Streik, zumindest nicht über Ostern. Eurowings hat einen Nachfrageboom in Europa und gleich damit die Verluste, will ich nicht sagen, aber die Nachfrageschwund im Nahen Osten aus. Delta streicht VIP-Privilegien für Politiker, wo man gar nicht wusste, dass Politiker diese haben. Wir erinnern uns ja an deutsche Politiker, die vor 5 Jahren bei der Lufthansa Änderungen erleben mussten. Ihr denkt dran, wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren, auf zu kommen und mir eure Meinung zu sagen. Ja, Frankfurt Terminal 2 ist bis 2025 geschlossen, fast 10 Jahre. Nach der Öffnung von Terminal 3 wird es dort quasi ruhig und da passiert gar nichts mehr. Eine Wiederbetriebnahme ist erst Mitte der 2030er Jahre geplant, inklusive milliardenschwerer Sanierung. Die wichtigsten Fakten: Das T3 eröffnet ja im April. Die 57 Airlines wechseln von T2 zu T3. T2 wird, wie gesagt, komplett stillgelegt, passiert gar nichts. Spinnweben oder sowas werden vielleicht auch noch nicht mehr entfernt. Aber die Reaktivierung frühestens 2034, 2035. Und die Sanierungskosten liegen bei ca. 1,5 Milliarden Euro. Der Bau beginnt frühestens 2029, 2030. Was haben wir denn jetzt? 2026, 2027? 3 Jahre passiert da nichts. Und Lufthansa bleibt zentral im T1, war ja im Gespräch, T2 und dann irgendwas dazwischen zu bauen und so weiter und so fort. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall eine klare Trennung. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite die Lufthansa mit ihrer Starlines, die dominant im T1 ist. Wir haben im Terminal 3 die anderen Fluggesellschaften Skyworld, SkyTeam und OneWorld. Skyworld. Wäre vielleicht die Vierteil jetzt hier auch in Skyworld. Auf jeden Fall sind die stärker im T3 gebündelt. Man hat im T3 natürlich wesentlich bessere Abläufe, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Langfristig ist natürlich das Risiko bei Kapazitätsengpässen. Strategisch geht man natürlich dort das Risiko bei der Fraport ein, weil man sagt, Kapazität ist bewusst verknappt. Fokus auf Expansion eher nicht, sondern eher auf Effizienz. Und das Timing extrem ambitioniert mit 2035. Warum lässt man ein funktionierendes Terminal denn so lange ungenutzt stehen? Und ist das eine Fehlplanung oder ist das so eine Kapazitätssteuerung? Und was passiert, wenn wir 2035 eine Nachfrageexplosion haben sollten? Und da gehen wir davon aus, dass Lufthansa nach München geht. Und wichtig ist auch, ob man damit nicht auch Frankfurt gegenüber München einfach wirklich schwächt. Das ist also von Frankfurt aus gesehen. Kurzfristig ist es natürlich sinnvoll, aber langfristig ist es eher riskant. Denn Frankfurt setzt alles auf T1, T3, aber keine Puffer dazwischen, die man dann nutzen könnte. Ist es klug, Infrastruktur bewusst stillzulegen, statt auszubauen? Weil mindestens die Bauphase, wenn die 29 anfangen, 5 Jahre, wenn man jetzt in 96 anfangen würde, wäre man fast fertig. Also, naja, will sich mir nicht erschließen. Aber gute Nachrichten gibt es aus Berlin. In Berlin gibt es keinen Streik über Ostern. Verdi und die Flughafengesellschaft nähern sich an. Streiks über Osterzeit werden ausgeschlossen. Heißt also, bis zum 30. April passiert da nichts. Verhandlungen laufen weiter. Ostern bleibt also stabil für uns Reisende. Planungssicherheit für Ferienverkehr, weniger operative Störungen, logischerweise große Entlastung zu den Peak-Reisezeiten. Klassischer Tarifkonflikt wird nun verschoben, Risiko bleibt aber nach dem 13. April, was da dann passiert. Ist das so ein taktisches Zurückhalten der Streiks? Droht danach ein größerer Streik? Was passiert da? Wir hoffen, dass sie sich natürlich einigen, denn kurzfristige Entspannung ist aber langfristig trotzdem ungelöst. Kommt der große Streik nach Ostern? Was denkt ihr, was passiert in Berlin? Eurowings, Nachfrageboom durch Nahostkonflikt. Im Iran-Konflikt verschiebt das Reiseverhalten massiv. Reisen in den Nahen Osten, verständlicherweise natürlich, fallen aus wegen ist nicht. Dafür aber mehr Europa. Und Eurowings reagiert mit Zusatzflügen.
170 Zusatzflüge gibt es bis Ende Mai, 63.000 zusätzliche Sitzplätze. Mallorca ist mit über 100 Flügen besonders stark, 200.000 Passagiere am ersten Ferienwochenende. Dubai ist allerdings auch gestrichen bis Juni. Lufthansa reagiert ähnlich mit Zusatzflügen und extrem flexible Kapazitätsstreuung bei den Airlines, kurzfristige Gewinne durch den Europa-Boom, mehr Angebot in Europa. Aber wir haben trotzdem ein Streikrisiko, nachdem wir in Berlin natürlich bis zum 30. April kein Streikrisiko haben. Spanien, die haben unbegrenzten Streik, den sie anfangen wollen, auch in Mallorca. Also der Bodendienst, das ist der Aero, irgendwas, ich habe den Namen wieder vergessen. Ja, weniger Langstrecken, weniger Statuspunkte ist natürlich klar, dass man, wenn man nach Spanien fliegt, anstatt nach Dubai, dass man weniger Punkte bekommt, weil es innereuropäisch ist, der Fokus verschiebt sich auf die Kurzstrecke. Und ich denke mal, der Nachfrageshift ist nachhaltig. Vielleicht werden die Leute sagen, Malle ist auch leider schön. Ja, Krisen gleich Nachfrage, Verschiebung, nicht gleich Rückgang. Europa profitiert natürlich von dem Nahostausfall, so kann man es ganz ehrlich sagen. Und wird diese Krise euer Reiseverhalten langfristig ändern? Könnt ihr gerne was zu sagen. Delta Airlines, Ed Bastian, hat wieder was Lustiges gemacht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das Ed Bastian-Style ist, aber er hat den Politikern VIP-Privilegien gestrichen. Delta beendet die VIP-Behandlung für US-Politiker während der TSA-Krise. Ein starkes Signal gegen politische Privilegien. Wir erinnern uns in Deutschland, als es Air Berlin gab, gab es den Platinum-Status von den Parlamentariern kostenfrei on top und dann den Senator-Status kostenlos on top. Das hat die Lufthansa ja vor 5 Jahren beendet. Nachdem man halt keinen mehr hatte, der das gemacht hat, hatte man auch nicht mehr das Problem. Aber auch hier, glaube ich, sind die Politiker in Deutschland befreit von der normalen Sicherheitskontrolle. Ne? Ich glaube, die können durchgehen. Allerdings ist es so, dass der VIP-Service Rick Code in Amerika genau das machte, nämlich er bringt sie durch die Security Lines. Und Ed Bastian sagt, machen wir nicht mehr. Diesen sogenannten Red Code Service streichen wir. Keine bevorzugte Behandlung mehr. Grund ist natürlich die TSA-Krise in den USA, also die Security-Krise, denn die langen Wartezeiten, Passagiere warten bis zu 5 Stunden, Politiker werden einfach durchgebracht. Das geht nicht. Und jetzt werden die Politiker wie normale Kunden und Opfer behandelt. Das würde ich mir teilweise wünschen, damit sie überhaupt wissen, was bei vielen Dingen überhaupt passiert, dass sie da eine Meinung haben können. Und Ed Bastian, CEO von Delta, hat natürlich die Regierung stark kritisiert. Man kann jetzt natürlich den gleichen Ansatz machen und sagen, Delta hat jetzt hier so mehr Compliance und so wie die Lufthansa damals auch gesagt hat, mehr Compliance und Ethik. Man hat sich so von dieser politischen Einflussnahme losgekoppelt. Dann sollte man aber auch die Lobbygruppen wegnehmen. Und für die Passagiere ist es natürlich ein Zeichen von Fairness und Gleichbehandlung. Und deshalb wird der Status wichtiger als politische Position. Strategisch ist das Reputationsmanagement, kann man so sagen, Vermeidung von Korruptionsvorwürfen. Aber Ed Bastian sagt, es ist halt einfach, weil die CSA-Agenten nicht bezahlt werden und viele nicht zur Arbeit kommen können, weil sie sich das einfach nicht leisten können. Und das ist natürlich der Kasus Knaxus. Und warum ist das bei den Politikern? Weil die dafür verantwortlich sind, weil sie sich nicht einigen und die Politiker da in irgendeiner Art und Weise wieder Realitätspunkte bekommen müssen. Dann die Frage ist aber, ist so ein VIP-Service überhaupt legal? Macht das überhaupt Sinn? Ist das Lobbyismus oder Korruption? Und sollten Airlines eigentlich nicht ich nenne es jetzt einfach mal neutral sein? Weil heutzutage ist es ja so, dass viele Dinge einfach politisch besetzt sind und da muss man halt auf den Zug aufspringen. Ich will jetzt keine Beispiele nennen, weil sonst wären wir ja wieder politisch unkorrekt. Auf jeden Fall ist es halt so, dass man die Standards doch in der Tat verändern sollte und Status ordentlich Vorteile bringen sollte. Ja, sollte man Politiker gleich behandeln wie Passagiere, da könnt ihr gerne was zu sagen. Heißt also, dass die Sonderrechte eigentlich grundsätzlich gar nicht erlaubt sein sollten. Als Fazit bleibt zu dieser Sendung, dass die Frankfurter mit ihrer Infrastruktur so ein bisschen risikobehaftet sind vielleicht, wenn man ehrlich ist. Vielleicht braucht man Gates mehr und wenn man halt noch nicht mal, sage ich jetzt mal, umbaut, weil umbauen, eigentlich wird es ja auch nicht billiger, oder? Ist es nicht billiger, wenn man jetzt anfängt, weil Inflation und so weiter? Keine Ahnung. Und natürlich auch Streiks. Wir merken das mit dem Streik in Berlin, aber auch in Spanien sind halt Systeme relevant. Auch ein Thema.
Und man sieht halt, wie Geopolitik halt wirklich massiv Sachen ändert, dass man halt nicht mehr nach Dubai fliegt, sondern wieder nach Mallorca oder, wie Sachen kommen so schön, an der Ostsee ist es ja auch schön im Sommer. Ja, auch hier wieder, wenn so eine politische Geschichte ist, in diesem Fall ist es Delta, die positionieren sich mal gegen etwas und nicht für etwas, das ist natürlich auch interessant. Oder man sagt, man positioniert sich für Gerechtigkeit oder so, wenn man es positiv formulieren will. Aber es ist halt wirklich so, man sieht halt den Trend zur Effizienz, Flexibilität und Compliance. Ihr könnt ja gerne kommentieren und eine der Fragen des Tages beantworten. Ist das Stilllegen von Terminals sinnvoll? Und sollten Politiker VIP-Status bei Airlines haben? Danke, dass ihr heute dabei wart. Ich freue mich bis zur nächsten Sendung. Ciao.